Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr eine Schablone mit einem Ostermotiv mit dem Plotter erstellen könnt und wie ihr das Ganze dann mittels Blending auf eine Papiertüte übertragen könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind so kleine Tütchen und also wir machen nicht die Tüten selber, sondern wir werden hier die Motive aufbringen und zwar machen wir das mit einem Stencil, respektive mit 2 Stencils und dann einem Blending in verschiedenen Farben. Kurze Notizen noch zum Stencil Material. Hier, ich verwende das von Silhouette. Ist ein super Material, das man dann auch immer wieder verwenden kann. Und ich schneide das Ganze auf dem Plotter mit dem Messer eingestellt auf eine 8. Aber als allererstes starten wir auf dem Canvas, um kurz das Motiv zu machen. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe diesen kleinen Hasen nachgezeichnet und dann einen Rahmen drum gemacht. Einfach hier unter den Formen mit so einem Rechteck oder ihr könnt auch ein Quadrat nehmen und dann die Größe einfach anpassen. Guckt einfach, dass ihr genug Platz habt zwischen eurem Element und dem Ende des Stencils, damit ihr da mit der Farbe auch nicht drüber kommt. Dann habe ich eine Schrift eingefügt und hier, um euch das einfach zu zeigen, das ist jetzt eine Stencil-Schrift, weil die einzelnen Linien unterbrochen sind. Bei diesem O zum Beispiel, der Innenteil des O's hängt an diesem Stencil dran. Wenn ihr eine andere Schriftart wählt, hier kurz ein Beispiel. Diese Schriftart, das ist jetzt hier zum Beispiel Alfresco, die hat, da müsste ich 2 Sachen machen. Einerseits habt ihr hier zwischen dem A und dem L zum Beispiel, diese Linie ist unterbrochen. Damit die ganzen Linien zusammenhängen, geht ihr hier auf Bearbeiten und verschmelzt das Ganze. Das ist das eine. Das andere, wenn ich das jetzt auf das Stencil Material übertragen würde, der A wäre kein Problem, weil dieses innere Element hängt an dem Stencil dran. Aber hier der Innenteil des O's, eigentlich beide, und die Innenteile des L's würde es rausschneiden. Wie könnt ihr das beheben? Dann macht ihr ganz einfach hier kurz ein Viereck. Und verkleinert es massiv. So dass ihr nur noch so einen dünnen Streifen habt. Vom Platzieren her gucke ich mir immer die Schrift so ein bisschen so an. Das A würde ich so schreiben. Das L, dann käme dieser Strich hoch und erst dann der dicke. Das heißt, der dickere ist derjenige, der vorne liegt. Und so würde ich hier den Unterbruch hier beim L an diese Linie ranmachen. Es hilft, wenn man das massiv vergrößert, dann geht das Arbeiten auch ein bisschen besser. So, das würde ich jetzt hier so ganz nah an den Buchstaben machen. Dann markiere ich mir einerseits einen Buchstaben, klicke auf Shift, markiere mir dieses kleine Eck und dann würde ich hier sagen Teilen. Weil dann könnt ihr auf die Ebenen gehen und einfach gucken, hier dieses Eck würde weggehen, dieses Eck auch, das würde auch weggehen. Und dann habe ich hier einen Unterbruch geschaffen. Jetzt sieht es nicht so ganz doll aus, dann könnt ihr hier noch einige der Punkte aufheben, damit es diese komischen Unterbrüche nicht hat. So, und dann sieht das schon besser aus. Und das würde ich überall machen, wo ich jetzt so einen Innenbereich habe, der dann
ausgeschnitten werden würde, den ich aber eigentlich brauche, damit die Schrift erkennbar ist. Hier dieser Tipp, ne? Wenn ihr Stencils macht, das ist wichtig. Jetzt lösche ich das wieder, weil das brauche ich ja für mein Design jetzt nicht. Das heißt, ich habe einen Stencil gemacht, den ich so ausgeplottet habe. Und dann habe ich aber noch einen zweiten Stencil gemacht. Und zwar habe ich den ganzen Bereich mit Punkten gefüllt und noch diesen Bommel gemacht. Das heißt, ich habe hier wirklich Reihen an Punkten gezeichnet und die dann einfach drüber gelegt. Und jetzt seht ihr, dass ihr Bereiche habt, wo diese Punkte abgeschnitten sind, dort wo der Stencil aufhört. Jetzt, wie macht ihr das? Ich zeige euch das kurz, wie ich das gemacht habe. Also hier habe ich ja zum Beispiel dieses Element, was wie eine kleine Blume aussieht. Und dann habe ich Punkte an den Rand gebracht. Das heißt, hier wäre jetzt alles voll mit Punkten und diese Punkte würden sich mit dem Ende von diesem Element, was ich haben will, überschneiden. Dann könnt ihr ganz einfach das Element markieren plus die einzelnen Punkte, die es betrifft. Und dann geht ihr auch hier unten unter Bearbeiten, teilt ihr das auf und dann könnt ihr wunderbar die Teile löschen, die ihr nicht braucht, und so habt ihr dann die Punkte nur auf dem Element drauf, was ihr ausplotten wollt. Das ist das eine, was ich gemacht habe mit diesen ganzen Punkten. Das heißt, überall, wo das Ganze überlappt, habe ich diese Punkte markiert und angepasst, also abgeschnitten quasi. Was ich auch noch gemacht habe, wenn ihr den Bommel anguckt hier, das würde komisch aussehen, wenn diese Punkte wirklich an diesen Bommel anschließen würden, weil dann wäre der so nicht mehr erkennbar. Jetzt, wie habe ich das gemacht? Das ist auch ganz einfach. Sagen wir mal, ich habe hier drinne ein Herz. Das erkennt ihr jetzt so aber nicht, weil hier ringsherum Punkte liegen. Jetzt, wenn ich hier einen Abstand um dieses Herz herum machen will, nehme ich dieses Herz, gehe auf Bearbeiten, klicke hier auf Versatz und dann würde ich 3 mm Abstand nach außen machen, abrunden und das Original unverändert lassen. So, jetzt habe ich um das Herz herum ein weiteres Element. Dann kann ich dieses äußere Herz nehmen und die Punkte markieren, die sich hier im Inneren dieses Bereiches befinden. Den lasse ich, das passt. Und was ich jetzt mache, ist wieder, ihr denkt es schon, ne, auf Bearbeiten gehen und das Ganze aufteilen. Und jetzt, ne, das liegt im Äußeren, das kann ich lassen. Dieser Teil liegt auch im Äußeren, das kann ich auch lassen. Auch dieser Teil, der auch. Und jetzt dieser Teil, den lösche ich, weil der im inneren Bereich liegt. Den auch, den auch, den auch. Und dieses äußere Herz brauche ich per se eigentlich nicht. So, und jetzt seht ihr, dass ihr quasi wie einen unsichtbaren Rahmen um dieses Herz herum gemacht habt. Genau so habe ich den Bommel vom Hasen gemacht. Das sind die zwei Sachen, die ich euch im Speziellen zeigen wollte. Was ich jetzt mache, ist einerseits werde ich hier den Stencil an den Plotter übergeben, das ausplotten, dann komme ich zurück auf den Canvas, nehme hier die Sichtbarkeit raus, sperre das und gehe dann dort, wo ich das Ganze nochmal mit den Dots gemacht habe, blende das ein und nehme die Sperrung raus. Und ihr seht auch hier, ich habe vorhin den Rahmen, den ich beim anderen Element habe, habe ich einfach kopiert, damit die beiden Stencils genau gleich groß sind. Und dann würde ich das hier auch an den Plotter übergeben. Und genau das mache ich jetzt. So, ich bin mit dem Plotten fertig und ihr seht, wie extrem filigran das hier auf dieser Folie das Ganze ausplottet.
Sterne und hier die ganzen Punkte. Und ich würde euch anraten, das hier und den Bommel nicht wegzuschmeißen, weil es kann ja sein, dass ihr irgendwo das zum Beispiel als Silhouette verwendet und einfach drumherum die Farbe jegliche Form aufbringt, dito mit dem Bommel selber. Von dem her behaltet es, schmeißt es nicht weg. Bevor ich jetzt aber weitermache, werde ich auf die Stencils auf der Rückseite von diesem Post-it-Spray anbringen. Das ist so ein 3M-Spray. Ich mache das immer draußen. Und warum mache ich das? Weil hier die Tüte ist ja nicht ganz eben und das geht dann einfacher, dass es wirklich drauf haftet und dann kann ich das auch besser anbringen und genau das mache ich jetzt kurz. So, während diese Post-it-Spray jetzt noch kurz ein bisschen antrocknet, zeige ich euch kurz, was ich machen werde. Ich werde Farbkombinationen auswählen und zwar habe ich hier für die weißen Tüten jeweils 2 Farben, eine hellere und eine dunklere. Und da mache ich die Basis, nämlich da, wo der Hase komplett ausgeschnitten ist, werde ich hier blenden mit den helleren und dann die Punkte drüber machen mit den dunkleren. Und das mache ich hier mit solchen Blending Brushes und ich habe jeweils, wenn ich so in eine Farbrichtung gehe, sehe ich dann auf dem Brush drauf, für welche Farbe ich das zuletzt verwendet habe. Von dem her versuche ich immer die Brushes für dieselben Farben zu verwenden. So, ich habe das jetzt auf die Tüte aufgebracht. Ich habe mir noch so einen Streifen genommen, damit ich hier unten nicht Gefahr laufe, aus dem Stencil rauszugehen und die Tüte so zu bemalen. Und jetzt kann ich ganz einfach hier diese Pigmentfarbe nehmen, mit dem Brush drauf tippen, dass da Farbe drauf ist und dann kann ich das Ganze hier wunderbar einfärben. So, mit der ersten Farbe bin ich durch und man hat immer so das Gefühl, boah, das sieht man ja gar nicht, aber ihr werdet sehen, wenn ich jetzt das Ganze wegnehme, dass durch diesen Kontrast man das schon sehr gut sieht. Und durch diesen Stencil habt ihr echt super schöne Kanten auch hier. So, jetzt putze ich diesen Stencil kurz mit einem Baby Wipe ab und gehe dann auf die zweite Tüte und mache das auch noch. Und da werde ich mit dem Rosa arbeiten und dann bin ich gleich zurück. So, jetzt beim Rosa habe ich mich noch kurz umentschieden, weil das wäre effektiv zu hell geworden, das hat nicht funktioniert. Deshalb bin ich hier auf die Dye Inks von Altenew umgestiegen und habe hier den oberen Teil des Rosa mit einem Puffy Heart gemacht und unten den Schriftzug schon mit Cosmic Berry. Und da werde ich auch die Punkte mit diesem dunkleren, mit diesem Cosmic Berry machen. Und hier werde ich jetzt die Punkte mit diesem dunkelblau machen. Dazu bringt ihr jetzt einfach diese Schablone so auf, damit die Punkte genau da sind, wo ihr auch den Hasen drunter habt. So, und jetzt könnt ihr mit der dunkleren Farbe ganz einfach noch die Punkte machen. Wenn ihr dann das Gefühl habt, okay, das ist dunkel genug, könnt ihr das Ganze wegnehmen und dann seht ihr wunderbar, dass ihr hier wunderschön alles gepunktet habt. Dasselbe mache ich jetzt auch noch mit dem Rosa. So, jetzt bin ich auch mit der zweiten fertig. Ihr seht hier auf der Seite, was ich mache, jeweils beim Blenden ist, ich gehe ins Kissen und tupfe das zuerst gerade bei den dunklen ab hier,
damit ich nicht zu dunkle Stellen hier auf dem Stencil bekomme. Jetzt können wir das Ganze hier auch abnehmen. Boah, sieht das cool aus. Super cool. So, und dann haben wir hier 2 Tüten und ihr habt einen Stencil, den ihr immer wieder verwenden könnt. Jetzt hatten wir ja auch noch diesen inneren Teil des Stencil und ich will euch kurz sagen, was ich damit gemacht habe. Ich habe hier in so eine kleine Sprühdose ein bisschen Acrylfarbe reingemacht und dann mit ein klein bisschen Wasser aufgelöst. Das ist hier diese Acrylfarbe. Und dann habe ich den Stencil hier in die Mitte aufgebracht und dann einfach über einem Zeitungspapier das Ganze so ein bisschen eingesprayt. Und das sieht dann so aus. Na, wenn ihr sowas mögt, auch das geht. Nur so von wegen, dass ihr den inneren Teil auch sonst verwenden könnt. Und per se könntet ihr jetzt hier auch was reinschreiben. Das nur so als kleine Idee. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!